Ja, richtig. Die Studie ist als Registered Report bereits angenommen bei einer für uns jedenfalls anerkannten Zeitschrift. Und das war für uns ganz wichtig, denn zum einen hat das uns im Vorfeld im Grunde dazu gezwungen, von Anfang an sehr, sehr konkret und sehr, sehr spezifisch darüber nachzudenken, wie wir es eigentlich machen wollen, also wie wir die Daten erheben wollen, wie wir sie auch hinterher auswerten wollen. Das hat uns wirklich einen Schub gegeben, das Projekt sozusagen, bevor die Studie eigentlich stattfinden konnte, sehr, sehr genau zu durchdenken. Wir mussten im Prinzip relativ genau beschreiben, wie wir das Experiment am Ende durchführen wollen. Und wir mussten halt auch die Power-Analyse anfertigen, die zeigt, dass unsere Ergebnisschätzungen, Effektschätzungen relativ genau sind. Das ist wichtig, weil wenn man das vorher macht, dann kann man erstmal nicht nachher noch Dinge am Ergebnis und an dem Experiment selber ändern. Und das andere ist, man kann vorher überprüfen, ob die Ergebnisse relevant sein werden. Ja, und man vermindert dieses Problem, dass dann am Ende Sachen nur veröffentlicht werden, wenn die Effekte irgendwie eine bestimmte Größe haben oder irgendwo überraschend sind oder so. Weil es kommt ganz häufig vor, dass Dinge halt einfach nicht veröffentlicht werden, weil sie vielleicht einfach nicht so dem entsprechen, was man erwartet. Und das ist eigentlich schade, weil gerade Dinge, die man nicht erwartet, sind ja spannend. Das ist prima, weil es gibt einem Sicherheit bei der Durchführung des Experiments. Und man kann sich dann auf das konzentrieren, was innerhalb des Experiments wirklich wichtig ist, nämlich die eigentliche Durchführung, also der Ablauf während der Experimentalwochen. Und muss sich keine Sorgen mehr darum machen, ob vielleicht später irgendwie die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden können, weil sie vermeintlich nicht spannend sind oder weil sie halt nicht signifikant positiv sind oder irgendwie sowas. Das heißt, man kann sich auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt, ein gut designtes Experiment dann auch ordentlich durchzuführen. Während der Durchführung war es für uns eine große Sicherheit zu wissen, dass egal was rauskommt, diese Studie, so wie sie dort im Journal registriert ist, die wird auch veröffentlicht werden, auch wenn wir vielleicht unsere Hypothesen nicht bestätigt finden. Und das hat natürlich uns allen, auch gerade den NachwuchswissenschaftlerInnen, die beteiligt sind, große Sicherheit gegeben, dass es jetzt nicht auf die Ergebnisse ankommt für die Veröffentlichbarkeit der Studie. Und man kann sich vorstellen, wenn man weiß, dass das Paper nicht veröffentlicht wird, wenn die Hypothesen nicht rauskommen, dann macht das was mit einem möglicherweise und man hat dann Anreize, die man eigentlich nicht haben will. Und von daher ist dieses Format des Registered Report für uns eigentlich ein großer Glücksfall und wir können es eigentlich nur bekräftigen, dass man das eigentlich viel, viel häufiger nutzen sollte.